Unser erstes Matchballspiel in Sachen Meisterschaft. Heute können wir also die Schale gewinnen, wenn wir gewinnen. Gegen Leverkusen. Die sind Zweiter, wir sind Erster. Also einen besseren Rahmen kann es eigentlich gar nicht geben, um hier heute Deutscher Meister zu werden. Also nach einer überragenden Saison in der Champions League sind wir auch noch mit dabei. Und die Jungs, die Männer, die wollen es und sollen es heute schaffen, sich zum Deutschen Meister zu krönen. Dafür müssen wir einfach nur gewinnen. Beim Remis ist es dann noch nicht rechnerisch soweit, aber dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Aber heute mit dem Sieg sind wir Deutscher Meister. Da kann niemand was dagegen tun. Aber Ekitike, der fängt schon mal an damit. Nicht mal 180 Sekunden gespielt. Und der Anfang ist gemacht. Ja, ein Traumstart. Also viel besser hätten wir gar nicht reinstarten können. Viel Platz für Ekitike und der bleibt natürlich eiskalt. Also der Verein, der den verpflichtet, der muss ganz schön bluten. Der muss richtig viel Geld auf den Tisch legen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Unter 70 Millionen, 80 Millionen geht er nicht weg. Im besten Fall. 26. Tor im 28. Spiel. Eine überragende Statistik von Ekitike. So, und jetzt bin ich natürlich auf Leverkusens Reaktion gespannt. Oder laufen sie jetzt völlig ins offene Messer? Ich glaube nicht. Oder wir schauen einfach mal. Boniface, ja, wird da von Brown bedrängt. Die haben natürlich von der Qualität her, wenn man sich die Namen anguckt, einen besseren Kader noch als wir. Also Boniface, Oedegaard, unter anderem Güler, Wirtz. Aber wir spielen offensichtlich besser, sonst wären wir ja nicht Erster. Und fahren auch die Ergebnisse ein, die man braucht, um ganz oben zu stehen. Güler. Der hat uns im Hinspiel auch ganz schön viel Probleme bereitet. Gut, dass er sich nicht fallen lässt, sonst gibt es Elfmeter. Die haben uns da ganz schön zusammengewirbelt. Ich glaube 5-3 am Ende war es dann auch ein wildes Spiel. Natürlich spektakulär wie immer. Und am Ende hatte Leverkusen halt dann die Nase vorn. Aber jetzt sind wir im Rückspiel. In der Rückrunde. Jetzt haben wir erstmal die Nase vorn. Achtung, Boniface gegen Koros. Macht das super! Dimitriou kann ihn nicht abblocken. Und Santos ist zwar auch dran, aber lenkt den halt auch nicht ins Tor aus ab. Hier mit der Hacke durch die Beine, das ist natürlich auch ein Ding hier. Dimitriou zu weit weg und dann ist Santos dran. Da hoffe ich halt bei den Bällen in der nächsten Saison, dass er die auch hält. Na, ich meine, wenn er dran ist, dann muss er ihn auch haben und dann ist es Guillem, glaube ich. Hier, zack, da ist er dran. Und jetzt ist Luis Guillem mit dem Ausgleich. 13. Minute. Die wollen sich noch nicht geschlagen geben. Die wollen diese minimale Chance bewahren, doch noch Deutscher Meister zu werden. Oh, das ist aber ein Foul. Da nehme ich die gelbe Karte entgegen durch Wirtz. Ja, Florian Wirtz. Auch ein Kandidat für die Eintracht, aber der wird halt unser ganzes Transferbudget sprengen, gehe ich mal von aus. Nächste Chance. Adringa. Gut, aber zu hoch. Auch viel zu viel Platz und dann senkt er, oder beziehungsweise schießt er den ganz schön hoch vorbei. Aber Dreierkette, ne? Eigentlich wäre jetzt ein 4-4-2, aber die haben im Mittelfeld zu viele Leute. Und die spielen das auch einfach zu gut. Diese Dreierkette. Deswegen gleich mal beim 4-2-3-1. Ich guck mal, was sich so ergibt. Hofmann über die Außen. Brown muss da ran. Luis Guillem. Diesmal kommt er über den Flügel. Hofmann. Koch ist da. Sehr schön. Gut verteidigt. So, und jetzt müssen wir schnell umschalten. Möglichst schnell umschalten. Ekitike, Usun vorne. Läuft durch. Kriegt den Ball auch. Achtung, Willi Orban kommt dazu, aber nicht ran. Und die Führung ist wieder da. Durch Can Usun Abi. Der dreht einmal auf. Die beiden vorne. Also das ist schon ein Verlust, wenn beide gehen. Beziehungsweise entweder Usun oder Ekitike. Aber dann finden wir halt neue. So ist es nun mal, ne? Ah, gut. Super Kameraführung. Schönes Tor. Ah, sensationell. Sehr schön. Ja, und Usun und Ekitike. Einer von den beiden wird, glaube ich, Topscorer. Weil Ekitike hat ja auch ein paar Vorlagen gemacht. Und Usun sowieso. Da gucken wir dann auch nochmal am Ende der Saison, wie es da aussieht. Aber jetzt kommt Leverkusen. Die direkte Antwort vielleicht. Gucken wir mal. Ecke. Wirtz und Güler, die beiden im Zusammenspiel auch schnell und gut gespielt.
auf engstem Raum, da können wir halt auch nur zuschauen und hoffen. Schon wieder, guck mal, schaut euch das an, auf engstem Raum, dann verlieren sie den Ball. Und dann haben wir Platz, umzuschalten, zu kontern. Adingra, ganz oben Usun. Habe ich gesehen, lauf mit durch. Und was macht er denn für einen Laufweg? Ja, angetäuscht, weil Adingra macht es natürlich alleine. Adingra! Okay, ich nehme alles zurück. Schlauer Laufweg von Usun. Natz da 1, 2 Gegner und dann außen Eckball des Gegners. Auch mal wieder schön. Ja, zu kontern, wenn wir die Geschwindigkeit haben, und die haben wir. Und da setze ich auch immer drauf. Also ich schaue immer, dass ich auf den Flügeln schnelle Leute habe, weil ihr seht, was das bringt. Es bringt halt einfach viel. Da kommt niemand hinterher. Leverkusen läuft ins offene Messer. Und Adingra setzt den rein an Kadesici, auch ein altbekannter. Den hatten wir, glaube ich, auch mal bei der Eintracht. Und das 3-1 nach einer halben Stunde. Also ihr seht, was hier drin ist schon wieder. Viele Tore, viel Spektakel. Das, was ich eigentlich in fast jedem Spiel habe. Außer im Heimspiel gegen Leipzig. 0-0, wie gesagt. Warum? Da könnte man meinen, irgendwer hat da was vorher programmiert, dass es nicht hätte unentschieden ausgehen sollen. Nächste Chance, Ekitikieren. Wir haben vorne echt viel Platz. Das verwundert mich, dass die Leverkusener so offen sind. Also wie gesagt, auch in der Hinrunde war das nicht so offen und so... Ja, sorglos verteidigt. Das geht ja beinahe zu einfach. Da bin ich ja selbst erschrocken. Aber diese Mannschaft, die hat es einfach verdient. Die will jetzt den Sack zumachen. 4-1 hier. Schöne Kombination. Fofana dann eigentlich auf Usun, aber Ekitike, der prescht dann dazwischen. Die wollen einfach Tore schießen, ey. Ja, wir haben eine gute Formation, eine gute Taktik, die dann auch in vielen Spielen einfach geklappt hat. Und Ekitike, Saisontornummer. Was haben wir jetzt? 25, 26. Auf jeden Fall ein 4:1. Ganz, ganz deutliches Ergebnis. Und das ist so eine kleine Machtdemonstration, möchte ich jetzt mal sagen. Aber Achtung, Leverkusen kommt. Dimitriou klärt aber. Und der nächste Angriff. Also ich weiß ja nicht, was Leverkusen hier heute noch vorhat. Ob die völlig abgeschossen werden wollen. Von mir aus gerne, habe ich nichts gegen. Ich will ja noch die 100 Tore knacken. Da fehlen dann noch ein paar Tore. Hofmann. Boniface nicht im Abseits. Schade, ich dachte, das wäre Abseits. Und der Pfosten. Von Boniface. Achtung, Chance lebt noch. Geht ein bisschen zu schnell jetzt gerade. Zaire Emery. Fofana dazwischen, Dimitriou auch. Aber Harakiri und dann gibt es das 4:2. Dann muss es am Ende so fallen. Das kann gar nicht anders sein. 4:2 nach 40 Minuten. Auch wieder übrigens. Ne? Wieder 6 Tore. Unser Torverhältnis ist echt wild. Also 90:60, 90:70, keine Ahnung hier. Da muss er halt so reingehen. Und wieder ist es Luis Julien. Gut, wenn wir den dreimal nicht geklärt kriegen, dann ist halt es der KI auch zu bunt und dann bestrafen sie uns halt. Nun gut, aber vielleicht sind wir ja nochmal dran. So kurz vor der Pause, Ekitike natürlich auf Usun. Der kann es halt nicht mit dem Kopf. Den hätte ich auch nochmal mitnehmen können mit der Brust. Aber nächste Chance, nächster Eckball, Dimitriou. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt das Aluminium auch noch dazwischen. Also hier ist echt einiges geboten. In der ersten Halbzeit. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir kriegen nochmal eine Chance. Adingra, Ekitike. Wo kommt er? Usun. Allein gegen alle vielleicht. Kopmeiners, Ekitike. Ja, traumhaft. Super. Überragend. Usun. Ja, nein. Och, Mann. Du willst mich doch verarschen. Dann köpft er den noch gegen die Latte. Der war eigentlich schon drin. Auch klasse gespielt auf ganz, ganz engem Raum. Das kannst du halt machen mit so Spielern. Wenn du halt die Technik hast. Und da würde uns schon einiges fehlen, wenn wir Usun verlieren, wenn wir Ekitike verlieren. Gut, aber dann sind halt vielleicht ein paar neue und auch andere Spieler da, die das vielleicht dann ausfüllen. Vielleicht sogar besser oder einfach anders. Sagen wir nicht besser, anders halt einfach, ne? So, aber unterm Strich fehlt uns jetzt auf 45 Minuten und ein positives Ergebnis, damit wir hier Deutscher Meister werden. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall erreichen und schaffen. Und wir sind wieder vorne, Usun. Nächste Chance, Kadesici. Ja, der klärt natürlich. Aber der Ball kommt postwendend. Ja, zurück.
Aber dann nichts Gefährliches am Ende. Achtung, Boniface. Aber auch Leverkusen, die haben natürlich die Chance, das Ganze hier zu drehen. Boniface ist durch und das ist das 4-3. Nein, doch nicht. Santos, weil ich den wieder nicht rausholen konnte. Ich weiß nicht, was das ist, dass die immer auf der Linie kleben bleiben. Also ich will, dass er rauskommt, aber er bleibt dann irgendwie immer kleben. Dafür haben wir aber... Oh, Usun auf Ekitike. Richtig schön gespielt. Das neue Traumduo in Frankfurt. Ich muss nur noch einen Namen dafür finden. Aber die beiden, die harmonieren echt gut. Guck mal, Usun auf dem Silbertablett serviert, wie an der Schnur gezogen. Und Ekitike ist halt im Abschluss einer der besten Stürmer hier in-game. Wohl, offensichtlich. Auch nicht langsam, also der würde bei jedem europäischen Top-Team funktionieren. Also auch bei uns. Ich möchte mal gucken, wie viele Tore der jetzt hat, um mir das nochmal ins Gewissen zu rufen. Weiß ich nicht, aber so knapp 30 Tore müsste er jetzt haben. Wahnsinn, also auch wieder wie in der Hinrunde viele Tore, 5:2. Und wir sind noch nicht am Ende. Leverkusen durch ihre Dreierkette, was machen die denn? Die zerfleischen sich da hinten selber, aber soll mir ja völlig egal sein. Nächstes Ding, Fofana, Ekitike. Und was machen sie? Ja, natürlich. Souverän hinten rausgespielt. Das haben die so trainiert in der Vorbereitung. Natürlich. Kanisici, Achtung, natürlich kommt er auch damit durch. Selbst sowas, weißt du? Oh, Boniface, ja, Durchbruch. Es war mal wieder soweit. Koch ist da, Rega kommt nicht ran. Aber ein Freischuss. Achtung, kriegt er jetzt rot? Nee, gelbe Karte, ne? Gelb? Ja. Für Rega nach einer Stunde. Noch 30 Minuten. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus. In Sachen Meisterschaft. Achtung, Güler macht's nicht. Nee, Boniface. Boniface, ja. Da kann er den hinschießen. Vielleicht wird Boniface ja der Ersatz für Ekitike. Er wollte ja, oder beziehungsweise die Eintracht war ja schon mal dran vor 2 Jahren. Ist dann zu Leverkusen gegangen. Vielleicht wird ja er, wenn Ekitike geht, der Nachfolger. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein ganz anderer Spielertyp. Wir werden sehen. Jetzt gucken wir erstmal auf Adingra. Und Kanisici natürlich. Wie kriegt der denn da die Fäuste noch hoch? Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Von beiden. Sehr schön. Auch Fofana. Der spielt schon die ganze Saison über lang eigentlich auch den sehr, sehr stabilen Schuh. Sehr, sehr gutes Spiel. Und wir haben wieder zu viel Platz. Das ist der Wahnsinn. Adingra, jetzt macht das selber. Nee, da ist nämlich Ekitike. Oh la la. Der Zirkus ist in der Stadt. Ja, und das ist der neue deutsche Meister. Da lege ich mich jetzt fest. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Und sowas gehört halt dann auch mit dazu. Spielfreude zeigen. Zack. Und Saisontornummer, ich weiß nicht, kriegen wir das jetzt mal irgendwie zu Gesicht? Ich überspringe jetzt mal nicht. Ich möchte jetzt mal wirklich wissen, wie viele Tore er hat. Gut, wird aber einfach völlig ignoriert, wird übersprungen. 6:2. Und da auch wieder der Vergleich, ja, zum letzten Spiel gegen die Hertha, aber die haben auch völlig anders gespielt, wir auch. Und schaut euch das an, Leverkusen, die haben immer noch nicht genug, die wollen noch eins. Zum Glück ist das Tor nicht 2 Meter weiter hinten gestanden, sonst hätte es jetzt 7:2 gestanden. Schade, schöner Kopfball. Der Keeper war schon geschlagen, aber das ist auch so schon heftig. 6 Tore sich zu fangen. Naja, aber ist wie es ist. Müssen wir ausnutzen. Vielleicht sieht es nächste Saison schon wieder ganz anders aus. Vielleicht haben wir da nicht so guten Lauf. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bringen wir diese Saison nochmal hier gut rüber. Wir haben ja noch eine Champions League Begegnung mit Real Madrid. Und das nächste Gegentor von Victor Boniface. Ja, 6:3. Nehme ich so zur Kenntnis. Auch da wieder, ne? Santos, das ist jetzt egal bei dem Spielstand. Aber auch da muss er einfach ein bisschen energischer, aggressiver rausgehen. Den Ball, den kann er nämlich auch haben. Der ist wirklich nicht gut. Ja, dann kriegt er den durch die Beine. Er macht sich groß, ist ja alles schön und gut, aber kriegt er dann nicht durch die Beine. Also 6:3. Fofana. Mal gucken, vielleicht legen wir ja noch eins oben drauf. Fofana, Usun. Natürlich die beiden wieder im Zusammenspiel. Usun. Na, schade.
Der wäre völlig daneben gegangen, aber egal, auch das darf mal sein. Yilmaz ist jetzt auch mittlerweile drin. Ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich auch ein Jugendmann. Nochmal Boniface. Ich glaube, das war nicht das letzte Tor. Ich glaube, irgendeine Mannschaft macht hier noch ein Ding. So vom Gefühl her. Santos Brown, richtig gut rausgespielt. Super. Auch das klappt. Auch das muss gegen Real zum Beispiel auch funktionieren. Die haben zwar, also was heißt nur Mbappé und Vinicius Junior, aber die haben halt zusammen eine Freigabesumme von knapp 780 Millionen. Das alleine ist, glaube ich, schon Ansage genug. Und eine Ansage kommt jetzt auch nochmal von Ekitike. Ganz leicht, ganz souverän. Und der Viererpack. Und das sollte heute auch so sein. An so einem Tag, wo wir deutscher Meister werden. Ohne Gegenwehr, ohne Druck. Eine zu offene Defensive. Da frage ich mich, wie ist Leverkusen denn Zweiter? Sind die anderen Mannschaften zu dämlich? Oder ist Leverkusen zu stark für die anderen Teams? Keine Ahnung. Ich denke mal, dass eher Zweiteres der Fall sein wird. So, kriegen wir jetzt vielleicht mal eine Übersicht oder wird es wieder automatisch übersprungen? Natürlich. Also 5 Tore hat der gemacht. Ich dachte, Viererpack. 5. Tor von Ekitike. Das hat schon leichte Züge hier von Gerard Moreno. Von Villarreal. Ich habe damals mit ihm, glaube ich, 6 Tore in einem Spiel gemacht oder 7 Tore. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber Achtung, nächste Situation, wieder sowas Ähnliches, aber diesmal ist Santos zur Stelle. Und die nächste Chance, Ekitike, hat noch nicht genug. Aber komm, 4 Minuten noch. Das genießen wir jetzt einfach. Also, wir werden deutscher Meister. Auch wenn Boniface hier nochmal den Durchbruch jetzt schafft und wahrscheinlich noch ein Tor macht. Victor Boniface, nein! Jetzt schießt er auf einmal zu spät oder was? Willst du mich veräppeln? Naja, also wir werden deutscher Meister. Und das auch verdient. Also wir haben die ganze Saison über lang richtig gut gespielt. Gut performt. Natürlich die meisten Siege geholt. Und die Mannschaft hat es halt einfach verdient. Die Mannschaft hat sich das einfach verdient. Und auch in der Champions League jetzt gegen Real da auch nochmal ein bisschen was zu zeigen. Und vielleicht dann auch ins Finale einzuziehen, um sich dann zu krönen. Aber gekrönt haben wir uns heute schon. Mit dem Meistertitel. Der jetzt unter Dach und Fach steht. 7:3. 7:3, Platzsturm, die Tore werden geöffnet. Und wir haben es geschafft. Da wäre jetzt was los, überlegt mal, ey. Wenn die Deutscher Meister werden, also beim DFB-Pokalsieg und beim Europapokalsieg, da war ja schon die ganze Stadt auf den Beinen. Aber wenn die Meister werden würden, überleg mal, da könntest du den Flughafen absperren, die ganze Innenstadt müsstest du erneuern. Aber es freut mich, wie gesagt, eine geile Truppe, entwicklungsfähig, die werden alle noch besser. Besonders vorne Adingra, Fofana, Usun, Ekitike, die 4. Das ist einfach Wahnsinn. Was da für ein Potenzial drin steckt und jetzt genießen wir natürlich. Es war immer dieselbe Szene, dasselbe Video, aber ist egal, wir genießen es trotzdem. Wird es auch in echt irgendwann soweit sein? Ich weiß es nicht. In 10, 20 Jahren, 30 Jahren, je nachdem. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier kriegen wir die Schale überreicht. Und Youssouf Fofana reckt sie in die Höhe. Jawohl. Verdient. Mehr als verdient. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ein Titel könnte ja noch folgen. Also der Champions League Pokal macht sich auch ganz gut, glaube ich, in seinen Händen. Aber jetzt darf erstmal gefeiert werden. Darf erstmal ein bisschen genossen werden. Darf auch ein bisschen getrunken werden. Von mir aus. Ja, also überragend. Verdient. Und das Ganze auch 3 Spieltage vor Schluss. Muss man nochmal unterstreichen. 3 Spieltage vor Schluss deutscher Meister zu werden. Das ist dann halt auch eine Ansage, ne? An die Konkurrenz auch für die nächste Saison. Ja, Mann des Spiels, Hugo Ekitike, 5 Tore. Die Bayern auch wieder nur unentschieden. Also die lassen jetzt auch im Saisonendspurt nach. Und jetzt kommt Real. Nach der Meisterfeier. Ja, ist blöd gelegt, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne noch eine Woche dazwischen Pause gehabt. Aber egal, wir machen das schon. Wir gucken mal auf die Gegneranalyse. Huch. Oh oh. Die kommen mit 4 Siegen und einem Unentschieden. Und der Startelf, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Guck mal, allein auch das Mittelfeld. Ceballos, Enzo Fernandes, Bellingham. Virgil van Dijk, hä? Der spielt aber nicht rechts in der Viererkette. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann vorne Mbappé und Vinicius Junior, die zusammen, wie gesagt, 780 Millionen Freigabesumme haben. Berardi rechts, wirkt so ein bisschen wie dieses Meme, wo der Clown in der Mitte von ganz vielen Soldaten steht, so ein bisschen. Also
Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham meinetwegen stehen da und dann steht er halt in der Mitte. Ja, und dann die Bank. Also wie gesagt, dieser Demetrio, da bin ich sehr, sehr gespannt, was der für einen Wert hat. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr ein Geschwisterpaar, ein Brüderpaar hier in Frankfurt spielen oder auch bei Real, wenn unser Demetrio wechseln sollte zu Real. Genau, Scouting-Berichte aktualisiert und dann gucke ich jetzt kurz nochmal auf die Abschlusstabelle und dann müssen wir jetzt auch bald mal die ersten Scouting-Berichte kriegen. Bin ich der Meinung, oder? Weil es ist ja bald der 30. und da müssen wir dann eigentlich nach dem nächsten Spiel, denke ich mal, das bekommen. Also 93 Tore, 52 Gegentore, trotzdem zu viel. Das nächste Spiel ist jetzt gegen Münster. Wie sieht es bei denen aus? Die sind 14. Boah, das wird ganz eng. Also die Hertha ist weg. Die Hertha ist weg und dann Mainz, Köln, Hamburg, Münster und auch Freiburg und Bremen vielleicht auch noch mit rein. Mal gucken, vielleicht entscheidet sich das schon am letzten Spieltag, aber wir oben. Ich muss mir das nochmal kurz vergewissern. 71 Punkte, 22 Siege. Ja, einfach gut. Ich will das gar nicht in die Länge ziehen. Einfach gut gespielt. Einen guten Kader, jungen Kader mit viel Potenzial nach wie vor. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die nach dem Sommer dann alle für eine Gesamtstärke haben. Jetzt aber voller Fokus. Jetzt können wir auch in der Liga ein bisschen rotieren, um für die Champions League halt die beste Truppe immer auf den Platz zu stellen. Gegen Real. Mehr brauche ich nicht sagen. Es geht ums Finale. Das Hinspiel zu Hause. Möglichst eine gute Ausgangslage. Mir schwant übelst. Übles. Mal gucken. Ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet. Also, macht's gut. Deutscher Meister sind wir schon mal. Jetzt holen wir uns noch den zweiten Titel. Macht's gut. Ciao, ciao.